Miras Galerie. Mira wohnt in einer kleinen Stadt. Sie ist eine ruhige Person. Sie spricht selten mit anderen Menschen. Viele Nachbarn kennen sie nur vom Sehen. Mira fühlt sich oft unsichtbar. Aber Mira hat ein Geheimnis. Nachts, wenn alle schlafen, geht sie mit ihren Farben und Pinseln durch die Straßen. Sie malt kleine Bilder auf alte Wände, ein Herz, eine Blume, ein Vogel oder ein Lächeln. Eines Tages entdeckt Herr Keller, ein älterer Mann aus der Nachbarschaft, eines dieser Bilder. Es ist ein Herz mit Flügeln an der Wand des alten, verlassenen Hauses am Dorfplatz. »Wer macht so etwas?« fragt er laut, als er das Bild sieht. Auch andere Nachbarn bleiben stehen und schauen neugierig. Bald sprechen alle im Viertel darüber. Ich glaube, es ist ein Kind. Vielleicht ein Künstler. Vielleicht jemand, der etwas sagen will. Mira hört die Gespräche, aber sie sagt nichts. Sie hat Angst, dass jemand sie erkennt. Am nächsten Tag malt jemand anderes ein kleines Sonnenbild neben das Herz. Und dann schreibt ein Kind mit Kreide: »Mehr davon bitte!« In den nächsten Wochen passiert etwas Wundervolles. Jeden Tag kommen neue Bilder dazu. Ein großer Baum, bunte Blumen, Tiere, Wörter wie Freude, Hoffnung, gemeinsam. Die Nachbarn bringen Farben und Pinsel, alte Menschen, Kinder, Jugendliche, alle machen mit. Eines Abends steht Mira vor der Wand. Sie sieht die vielen Bilder und sie sieht die Menschen. Sie lachen, sie reden, sie malen zusammen. Mira nimmt ihren Pinsel, ihre Hände zittern ein bisschen, aber dann malt sie eine große gelbe Sonne in die Mitte der Wand. Darunter schreibt sie klein: Kunst verbindet. Plötzlich klatscht jemand, dann noch jemand, alle lächeln. Herr Keller geht zu ihr. »Das warst du, oder?« Mira nickt schüchtern. Ein kleines Mädchen sagt: »Danke, dass du angefangen hast.« Seit diesem Tag nennen alle das alte Haus Miras Galerie. Und Mira, sie fühlt sich nicht mehr unsichtbar.